Die Kraft des positiven Denkens. In einem kleinen Dorf lebte eine sehr alte Frau. Sie hieß Frau Albers. Sie hatte silbernes Haar, viele Falten im Gesicht, aber ihre Augen waren hell und voller Güte. Alle im Dorf mochten sie, weil sie immer lächelte, auch wenn das Leben schwer war. Frau Albers lebte allein in einem kleinen Haus neben einer großen Linde. Sie hatte keine Kinder und ihr Mann war vor vielen Jahren gestorben. Aber sie beschwerte sich nie. Oft saß sie unter dem Baum, sprach mit den Leuten und lächelte. Im Dorf arbeiteten die Menschen hart. Einige waren Bauern, andere Handwerker oder Verkäufer auf dem kleinen Markt. Manchmal kam wochenlang kein Regen und die Felder wurden trocken. Manchmal wurden die Leute krank und konnten nicht arbeiten. Das Leben war nicht leicht und viele Dorfbewohner waren oft traurig oder besorgt. Eines Tages kam eine junge Frau namens Mara zu Frau Albers. Mara weinte und ihr Gesicht war voller Sorge. »Ich weiß nicht, was ich tun soll«, sagte sie. »Mein Mann ist in die Stadt gegangen, um Arbeit zu finden, aber er hat noch kein Geld geschickt. Meine Kinder sind hungrig und ich habe Angst.« Frau Albers lächelte sanft. »Setz dich, mein Kind. Sag mir, was glaubst du, wird passieren?« Mara wischte ihre Tränen ab. »Ich weiß es nicht. Ich denke, dass etwas Schlechtes passieren wird. Vielleicht findet mein Mann keine Arbeit. Vielleicht vergisst er uns.« Frau Albers schüttelte den Kopf. »Mara, wenn wir nur schlechte Gedanken haben, fühlen wir uns noch schlechter. Aber wenn wir gute Gedanken haben, fühlen wir uns besser. Und manchmal geschehen auch gute Dinge.« »Aber wie kann ich gut denken, wenn alles so schlimm ist?« fragte Mara. Frau Albers lächelte wieder. »Ich erzähle dir eine Geschichte. Vor langer Zeit gab es einen armen Mann. Er hatte kein Geld, kein Essen und keine Familie. Traurig saß er am Fluss und weinte. Da kam eine alte Frau vorbei und fragte: »Warum weinst du?« Der Mann sagte: »Ich habe nichts. Wie kann ich glücklich sein?« Die alte Frau sagte: »Schau dich um. Du hast den Fluss, du hast die Bäume, du hast die Sonne. Überall ist Schönheit und Leben. Wenn du nur an das denkst, was du nicht hast, wirst du immer traurig sein. Aber wenn du an das denkst, was du hast, wirst du Frieden finden.« Der Mann hörte zu, und langsam hörte er auf zu weinen. Er begann, die guten Dinge um sich herum zu sehen. Von diesem Tag an änderte sich sein Leben. Frau Albers schaute Mara an. »Siehst du, mein Kind, das Leben des Mannes änderte sich nicht durch Magie. Es änderte sich, weil er sein Denken änderte. Wenn wir positiv denken, wird unser Herz leichter und wir können Probleme besser meistern.« Mara dachte über die Geschichte nach. »Glaubst du, dass meine Gedanken mein Leben ändern können?« »Ja«, sagte Frau Albers sanft. »Wenn du jeden Morgen sagst, heute wird ein guter Tag, dann wirst du Kraft finden, für deine Kinder zu sorgen und mit Hoffnung auf deinen Mann zu warten. Aber wenn du nur an das denkst, was schiefgehen könnte, wirst du traurig und schwach.« Mara nickte langsam. »Ich verstehe. Ich werde versuchen, gute Gedanken zu haben.« »Das ist der erste Schritt, mein Kind«, sagte Frau Albers. Mara verließ das Haus mit einem leichteren Herzen. Jeden Tag erinnerte sie sich an die Worte der alten Frau. Sie wachte auf und sagte zu sich: »Heute wird ein guter Tag.« Sie arbeitete hart, kümmerte sich um ihre Kinder und betete für die Rückkehr ihres Mannes. Einige Wochen später erhielt sie einen Brief.
Ihr Mann hatte Arbeit in der Stadt gefunden und schickte Geld nach Hause. Mara war überglücklich und lief sofort zu Frau Albers, um die Nachricht zu teilen. Frau Albers lächelte. »Siehst du, meine Liebe, wenn wir positiv denken, laden wir das Gute in unser Leben ein. Probleme wird es immer geben, aber mit einem hoffnungsvollen Herzen können wir sie überwinden.«